Wir sind hier bei den Denkriesen und hier gibt es eine absolute Innovation. Und ich freue mich sehr, hier meine 4 Gäste heute zu haben im Interview. Und zwar sind wir bei den Spieleautoren. Ganz, ganz spannend, denn die erfinden Spiele und machen jung und alt glücklich. Lieber Jens-Peter, Tina, Carolina und Lisa, geht's euch erstmal gut? Ja, wir sind total stolz, dass jetzt hier dieses Spiel zu sehen und zu erleben ist. Ich freue mich auch schon sehr, das Spiel zu erleben. Aber sagt mir mal, seid ihr gut zur Messe gekommen? Gab ja viel Schnee. War die Anreise einfach oder hat ihr euch die ein bisschen erschwert? Sie war doch einfach, aber man hatte Befürchtungen, ob man durch den Schnee kommt, ja. Gott sei Dank seid ihr alle wohlbehalten hier angekommen. Ja. Lieber Jens-Peter, ich fange mal bei dir an, weil du direkt hier bei mir stehst. Wieso und wie wird man Spieleautor? Ja, als Kind spielt man ja schon gerne und dann habe ich irgendwann mal so einen Artikel, der nur so groß wie eine halbe Spielkarte war, über Alex Randolph gelesen und ich glaube, das war das Wichtigste, was ich je gelesen habe, denn in dem Moment dachte ich, das ist es. Ja, und dann hat es natürlich noch gebraucht, habe erst studiert, aber dann habe ich gemerkt, ich muss das machen und habe mir das als freiberufliche Tätigkeit einfach aufgebaut. Unfassbar, sehr, sehr cool. Wie war das denn bei dir, Tina? Etwas anders. Ich habe als Kind schon viel auch wieder mit der Familie gespielt. Ich glaube, das ist ja auch sehr prägend, auch über mehrere Generationen oder mit mehreren Generationen gespielt. Und irgendwann ging meine Großmutter ins Seniorenheim und es gab damals zu der Zeit noch gar nicht wirklich viele Seniorenspiele, die so richtig sich auf alte Menschen konzentriert haben. Und da habe ich erst mal angefangen, aus dem privaten Hintergrund heraus, Spiele zu entwickeln. Und das hat sich dann über Jahre verselbstständigt. Erst habe ich das neben meinem Beruf hergemacht und jetzt bin ich Spieleautorin. Ganz tolle Berufung. Und bei dir kam das aber tatsächlich dann mehr durch die Familie? Ja. Sehr schön. Wie war das denn bei dir, Carolina? Ja, ich kam über das Design hierhin. Und nämlich, ich habe als kleines Kind gesagt, entweder studiere ich Design oder Architektur oder ich mache was mit Kindern. Weil tatsächlich beides kann ich relativ gut. Und dann kam eins zum anderen, dass ich mich für Designstudien entschieden habe. Aber die Kinder mir da reingeholt habe, so dass die ganzen Projekte, die ich gestalten durfte, Richtung Kinderspielzeug, Kindermöbel, einfach was mit den Kindern zu tun hat, hingebogen habe sozusagen. Genau, so war das. So ein bisschen organisch, ein bisschen zufällig. Ja, und jetzt bin ich hier. Viele verschiedene Wege führen nach Rom, kann man also sagen. Stimmt, oder? Lisa, wie ist deine Geschichte? Erzähl mal. Ja, also ich habe am Anfang Videospiele studiert, also Game Arts, und dann gehören Brettspiele natürlich dazu. Die waren für mich immer faszinierend, also Spiel insgesamt. Genau. Ja. Also super spannend. Also 4 Richtungen. Auch 4 unterschiedliche Alter, wie man, glaube ich, sehen kann, obwohl ihr alle gleich jung ausseht. Ne? Da sitzt hier keiner. Da sagt mir mal, wie habt ihr euch denn dann aber gefunden? Ja, ich habe tatsächlich am Game Lab, wo Lisa studiert hat, einen Workshop gegeben und wenn ich so Workshops am Game Lab mache, dann denke ich immer, ich muss mal die Studenten dort, die ja digital denken, mit Material konfrontieren. Und in dem Workshop habe ich einfach gedacht, ich mache das jetzt mal mit Naturmaterial. Und dann kam Tina, die ich schon länger kenne, mit dazu und Caro auch. Und dann waren wir aber eigentlich nur zu 4 in diesem Workshop. Und dann hatten wir einen 3-Tage-Workshop. Und aus dem 3-Tage-Workshop haben wir am Ende festgestellt, wir haben da eigentlich was, wir müssen das weiterverfolgen. Und der Workshop war nicht die Spielentwicklung, sondern der Workshop war dann die Initialzündung, da ein gemeinsames Projekt draus zu machen. Und dann haben wir das Durchhaltevermögen gehabt, obwohl jeder in anderen Lebenskontexten steckt, wirklich kreativ weiterzuarbeiten, über mehrere Jahre das Spiel zu entwickeln. Das ist eigentlich auch so das Besondere, dass wir wirklich über die ganze Zeit eigentlich immer dieses Spiel im Fokus hatten und es sich permanent verändert hat, verbessert hat, erweitert hat. Und das ist schon stark, von so 3 Tagen und dieses Kennenlernen, dann so ein Projekt wirklich über mehrere Jahre auch zu verfolgen einfach. Ihr habt euch kennengelernt, lieben gelernt, jeder hat seine Superpower mit reingebracht und dann habt ihr eine Innovation geschaffen, die hier auf dem Tisch steht. Da freue ich mich auch jetzt gleich mehr drüber zu hören. Fangen wir doch mal mit dem Spiel an, bevor ich dann noch ein bisschen auf die Spielwarenmesse mit euch eingehe, weil das ist natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, klar. Wie kommt man überhaupt zu einem Verlag?
als Autor? Wie findet das Ganze statt? Was wollen wir zuerst? Wollt ihr erst über das Spiel oder wollen wir erst über den Weg sprechen? Erst das Spiel, natürlich. Erst das Spiel. Dann erklärt mir doch mal oder uns, was hier genau vor uns liegt und wie man es macht. Ja, also es ist ein Schachtelspiel, das heißt, es gibt Schachtelmaterial und man geht dann mit der Schachtel und all dem Material drin eigentlich nach draußen, breitet dann so ein blaues Tuch aus, was auch in der Schachtel ist, macht dort Sand und Steine drauf und hat dann erstmal eine Ausgangsbasis für Freiluftwelten, die Insel sozusagen, das Inselabenteuer. Also das heißt, auch Steine und Sand sind schon mit in der Packung drin oder sammelt man die selbst? Alles, was Naturmaterial ist, sammelt man sich draußen zusammen. Also wir brauchen im Prinzip eine Basisinsel. Dafür eignen sich Sand und Steine sehr gut, aber es kann auch mit anderem Material gespielt werden. Liegt auf dem blauen Tuch. Und dann geht die Gruppe gemeinsam raus und sammelt Naturmaterialien. Das, was man so findet. Dafür kann ich an ganz unterschiedlichen Orten auch sein. Ich werde immer etwas finden. Wir haben es also auch getestet, natürlich in Urlaubsszenarien, aber auch in der Stadt, auf dem Land, am Balkon. Also ganz viele verschiedene Settings haben wir aufgebaut und jedes Mal haben wir eben etwas gefunden an Naturmaterialien, was ich dann mitbringen kann, mit denen ich dann meine Inselabenteuer beginne und eben die Aufgaben erstelle. Cool, individuelle Welten, egal wo man ist, kann man spielen. Carolina, was war dann dein Part oder wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ich erzähle das gerne. Wir haben eine Geschichte entwickelt, die ist hier in dem Büchlein. Klassisch mit der Anleitung. Das ist unsere Geschichte. Also wir haben eine Insel gebaut und stellen uns vor, wir sind gestrandet. Diese Geschichte ist in Kapiteln aufgeteilt. Jeweils 4 Themen finden in einem Kapitel statt. Hier hätten wir Themen wie erreiche ich die Insel, welche Pflanzenwelt gibt es auf der Insel oder auch ich bin durstig, wo kann ich denn was zu trinken finden? Oder vielleicht suche ich nach etwas, was auf die Insel gespült worden ist, also Dosenkoffer. Vielleicht kann ich mich damit irgendwie über Wasser halten und mir mein Leben da zumindest ein bisschen auf der Insel aufbauen. Gedacht ist es so, dass die Gruppe gemeinsam entscheidet, welches Szenario finde ich spannend, welches möchte ich bearbeiten. Ich würde sagen, ich möchte die Pflanzenwelt kultivieren. Ich würde dann auf die Seite 17 gehen und da startet unsere erste Runde des Spiels auf. Sehr schön. Also man hat auch unterschiedliche Möglichkeiten einfach zu spielen. Es gibt mehrere Wege auch wieder hier. Wie bei euch zum Spiel auch mehrere Wege. Genau, also nicht nur die Jahreszeit, der Ort, wo man spielt, ist macht das verschieden, sondern auch die Entscheidungen, die wir treffen im Spiel. Weil diese Themen aufeinander aufbauen, das kann man wirklich mixen, wie man möchte, wie man lustig ist. Und jedes Mal entsteht was Individuelles, was Neues, was Spannendes. Also es spielt sich nicht aus, würde ich sagen. Kann man beliebig oft wiederholen und es entsteht nie die gleiche Insel und nie die gleiche Geschichte. Man bekommt also ein Gefühl für Materialien, man bekommt eine Idee, man kann kreativ sein, man kann sich Dinge ausdenken und man lernt dabei, zeigt dabei, kann kochen, schmieden, muss man darstellen. Ein Stück weit, ja, nicht pantomimisch, sondern einfach mit dem, was man hat. Wir haben im Prinzip die Arbeit mit dem Naturmaterial aber in einer Art Brettspielmechanismus, so dass wir jetzt hingehen, wir haben diese Seite, wir haben die verschiedenen Aufgaben, die jeder erstellen soll, aber keiner weiß von dem anderen, welche Aufgabe er erstellt. Und das geht über die Auswahlkarte. Wenn ich jetzt dieses hier ziehe, dann sehe ich hier eine Blase, die aufblinkt. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Szenario haben, auf der Insel stoßt ihr auf und dann bekomme ich jetzt zufällig zugeordnet Kletterpflanzen. Das heißt, stellt euch vor, wir haben jetzt hier die Insel mit Sand und Steinen nur und wir haben hier das Material liegen und ich muss jetzt darstellen mit meiner Figur, ich bin der grüne Spieler, wie Kletterpflanzen hier meinetwegen sind. Also hier könnte man vielleicht sowas schon sehen. Also hier haben wir mal sowas gebaut, dann stelle ich mich einfach hier dazu. Und dann markiere ich damit, wenn ich fertig gebaut habe, ich bin fertig mit meinem Männchen. Und alle anderen machen das parallel mit ihrer Aufgabe auf. Der nächste hat vielleicht dorniges Gestrüpp und der nächste baut eine grüne Oase.
Und so entstehen unterschiedliche Szenarien auf der Insel mit Hilfe des Naturmaterials, was total vielfältig sein kann. Und wenn wir das dann alle gemacht haben, dann ist unsere einzelne Kreativphase beendet und dann beginnt die gemeinsame Phase. Das heißt, dann schauen wir alle erstmal an, was haben die anderen denn da wirklich gebaut. Weil im Vorfeld wissen wir das natürlich nicht, Ja, was genau. der andere baut. Man darf es nicht verraten. Und dafür haben wir dann diese Drehscheibe. Und wenn Tina dann einschätzt, dass ich als grüner Spieler hier die Schlingpflanze gebaut habe, dann würde sie hier das Grüne zu dieser Gedankenblase drehen, weil das ja Kletterpflanze bedeutet in diesem Szenario. Und so jeder hat so eine Drehscheibe und so schätzt jeder nun ein, was er da auf der Insel sieht von den anderen. Das macht man auch noch verdeckt vor den anderen. Und wenn jeder das eingeschätzt hat, dann werten wir danach aus, Spieler für Spieler und gucken, wer hat was richtig gemacht. Das heißt, wer hat richtig eingeschätzt? Und wenn man aber auch richtig eingeschätzt wurde, kann man hier unten dann Punkte gut schreiben. Dann dreht man hier einfach an der Scheibe und gibt sich einen Punkt mehr. Und so ist alles kompakt auf dieser Scheibe dokumentiert. Und so sammeln wir unsere Punkte. Und insgesamt ist das Booklet hier mit 20 solchen Szenarien. Das heißt, wir haben immer eine Auswahl von 4, gehen dann wieder in ein nächstes Szenario. Und nach 5 Runden ist dann die Partie beendet. Und dann haben wir in diesen 5 Runden eine Wahnsinnsinsel aufgebaut, weil ja immer mehr an Naturmaterial dort gestaltet wird. Und das steigert sich auch in den Herausforderungen, was die Kreativität betrifft. Das steigert sich in dem, wie sich die Insel aufbaut. Und das steigert sich in dem, was wir als Erlebnis, Abenteuer dort auf der Insel erleben. Also ich merke jetzt, Peter, wir könnten jetzt hier stundenlang auch spielen und ihr brennt dafür. Ich tue es jetzt schon genauso. Ich habe auch gleich Zeit, mit euch zu spielen. Ich muss nur noch mal kurz die Überleitung dazu kriegen. Ich bin ganz begeistert von euch. Es ist toll. Ich habe auch gesehen, es ist eigentlich von 7 Jahren bis 99 kann es jeder spielen. Also man kann es ab Lesealter spielen, sagen wir immer. Aber wenn so ein 6-Jähriger noch nicht ganz so lesesicher ist, dann können wir auch alles einfach in der Familie zusammen mit dem 6-Jährigen spielen und dann lesen wir alles mal vor. Und wenn er noch nicht so genau weiß, was Dickicht ist, dann erklären wir das erst noch schnell. Und dann hat er sich das auch gemerkt, wenn er dann seine Aufgabe zieht, was er da hat und kann trotzdem geheim seine Sache auch machen. Also ihr habt es wirklich mit ganz, ganz viel Liebe entwickelt. Ja. Eine Frage an euch. Die Denkriesen habt ihr kennengelernt, auch hier auf der Spielwarenmesse? Ja, vor 2 Jahren haben wir denen das Spiel hier auf der Messe gezeigt, als Prototyp. Und auch sogar mit der Geschäftsführer, die beiden Geschäftsführer waren mit dabei. Und das Dolle war, wir haben das ja vielen Verlagen auch teilweise gezeigt. Und es war so eine Situation, dass wir glauben, dass wir mit so einem Spiel sowas wie, wir brauchen ja unbedingt eine gesellschaftliche Auseinandersetzung zu Nachhaltigkeit. Und wir haben auch solche Argumente gebracht, immer in unseren Verlagsgesprächen. Und alle anderen Verlage guckten immer, was meint er da eigentlich? Und die beiden Geschäftsführer sagten, ja stimmt. Das ist auch irgendwie das. Und daraufhin war dann sowas da wie, Mensch, wir müssen das mit denen machen, die spüren, welche Intentionen wir da reingelegt haben bei dem ganzen Entwickeln. War ein sehr schöner Termin und man hatte sich auf Anhieb einfach auch verstanden und man sieht es jetzt in der Umsetzung auch, dass sie diesen Weg genauso gegangen sind wie wir und dass das einfach eine gute Kooperation oder Zusammenspiel auch einfach war, in dem, was wir als Idee hatten, ausgearbeitet im Prototyp und die Denkriesen dann eben von ihrer Verlagsseite her gemacht haben. Also ganz wichtig, Spielautor kann man nicht studieren. Das wird man einfach über Wege, direkte Wege, Umwege, weil das kleine Kind in einem brennt und spielen möchte. Aber es führt euch alle am besten auf die Spielwarenmesse, weil hier trifft man die Verlege, hier trifft man die Menschen, die das Ganze mit einem umsetzen und dann rausbringen. Ja, und man trifft die Kollegen auch wieder. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, die Nürnberger Spielwarenmesse ist ja wahrscheinlich die Messe in der Welt, die höchste Produktvielfalt hat. Und diese Vielfalt oder wir als Kreative, wenn wir dann die Möglichkeit
Möglichkeit kriegen. Im schulischen Bereich ist es ja oft normal, dass man mit Naturmaterialien auch arbeitet und bastelt und so. Aber im Brettspielbereich ist das jetzt eine Innovation. Absolut. Und wir freuen uns natürlich, dieses Riesenforum der Messe hier zu haben, um uns jetzt hier mit unserer Kreativität präsentieren zu dürfen. Und das ist natürlich jetzt, also wir sind ganz aufgedreht sozusagen, was das betrifft, weil wir eigentlich da ja auch über Jahre jetzt dran gearbeitet haben und darauf hingefiebert haben und uns einfach nur, also sich so zeigen zu können mit dem, was man kreativ erschafft. Dafür ist eine Messe was Traumhaftes. Vor allen Dingen die hier. 68 Länder aus aller Welt kommen sie zusammen. International seid ihr. Und hier dann also die internationalen Reaktionen zu spüren. Es gab einen US-Amerikaner, der hat gesagt, oh wow, das ist es aber, was wir hier erleben. Sozusagen. Dann hoffen wir euch überall. Wir hoffen euch überall auf der Welt mit eurem Spiel wiederzufinden und freuen uns sehr, dass ihr Teil der Spielwarenmesse seid, dass ihr auch dafür so brennt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen, innovativen Spiel. Dankeschön. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt genauso wie ihr seid. Weiterhin auch tolle Spiele für Senioren. Ich glaube, das ist auch die Zukunft unter anderem. Und wir spielen jetzt noch ein bisschen. Vielen Dank an Jens Peter, Tina, Caroline und Lisa. Und vielen Dank an euch. Ja, vielen Dank.